An den Feiertagen sitzt man oft zusammen und redet über die guten alten Zeiten. Und das machen wir heute auch. Wir sprechen über ein Kobi-Set aus längst vergangenen Tagen. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, zuallererst vom ganzen Herzen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die freien Tage, kommt zur Ruhe, habt schöne Zeiten und Stunden, Minuten, Tage im Kreise eurer Liebsten. Esst was Schönes, klemmt was Schönes, trinkt was Schönes, genießt einfach die Zeit. Und da ihr hier größtenteils auf meinem Kanal ja meine Liebsten seid, möchte ich mit euch natürlich wieder ein Kobi-Set besprechen, das genau zu dieser Zeit passt. Eine weitere Krippe, eine Weihnachtskrippe, um genau zu sein. In Polnischen heißt das aber Córka Bożonarodzniejowa, was wie gesagt Weihnachtskrippe heißt. Ein Set aus 2015, 150 Steinchen mit 5 Minifiguren und einen Esel. Das passt doch wie die Faust aufs Auge zu mir, ich meine zu meinem Kanal. Deswegen lade ich euch ganz herzlich jetzt ein auf meinen Bautisch. Es gibt beim Speedbild mal wieder vom ganzen Herzen die Weihnachtsgeschichte vorgetragen und am Ende habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Bitte an euch quasi. Vielleicht könnt ihr mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, das euch kein Geld kostet. Ganz im Gegenteil, ihr könnt sogar Geld verdienen. Also liebe Freunde, wir sehen uns gleich hier auf meinen Bautisch. Holt euch einen Glühwein, so wie ich, und dann geht's weiter. Ja, Freunde, da haben wir unsere Weihnachtskrippe, unsere Zobobka Bolsonaro de Zinjova oder so ähnlich auf meinem Bautisch liegen. Eine schöne Krippe, wie wir sie kennen, weihnachtlich, mit Weihnachtsstern, mit Kaspar, Melchior und Balthasar und ihre Gaben, mit einer blauhaarigen Maria, dem Christuskind Josef und einem Esel im Stall von Bethlehem. Schön hier mit diesen abgerundeten Ecken, golden gehalten, rot-weiß, also schön weihnachtlich. Schauen wir uns die Rückseite an, da sehen wir 150 Steinchen, 5 Minifiguren und einen Esel. Und da sehen wir die Szenen noch einmal dargestellt, dass wir hier das Dach aufklappen können und dann dort das Christuskind in der Wiege, in der Krippe vielmehr liegen sehen. Das hier ist dieses Runde, was ich meine, dieses abgerundete. Hier sehen wir noch einmal die Jesusfigur, beziehungsweise nicht Jesus, sondern den vermeintlichen Vater, also Josef, damals in 1:1 Maßstab stehen. Und dann hier noch einmal zur Info, dass ihr sehen könnt, das Set ist wirklich aus 2015. Ich lasse es jetzt nicht fliegen. Wir öffnen das jetzt hier live on tape, beziehungsweise live on Kamera und schauen uns dann den Inhalt an. Geht sehr schwer auf, gute Qualität der damaligen Zeit. Und wir sehen schon hier am 14.10.2015 wurde der Karton gepackt in Mielec in Ostpolen. Wir haben eine große Plate. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten und so ein ja, Kobi Ugly Rock Piece, so nenne ich es mal. Und wir haben eine Bauanleitung in Postkartenformat. Ich schiebe mal hier die Tüten so an die Seite und die Steine, damit wir uns ein bisschen diese Karte anschauen können. Klammer gebunden. Nativity Scene, der englische Begriff für diese Weihnachtsszene, für dieses Krippenspiel. Altersempfehlung ab 5 Jahren. Wir haben ja hier große Steine, also nichts Schwieriges. Und dann sehen wir, dass wir drauf losbauen. Wir haben ja keine Bauabschnittstüten, sondern einfach nur unsere Steinetüten und wir klemmen einfach drauf los. Und auch damals schon war es bei Kobi Credo, dass der aktuelle Baustep immer der farbliche ist und das davor gebaute ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen runden, also rechteckigen Rechtecken mit runden Ecken, so ist es genau gesagt, haben wir dann die Steine, die wir brauchen. Lustig ist immer hier so eine kleine, leicht farbentsättigte Tanne, die man hier überall sieht. Ein Weihnachtsbaum, ganz leicht gedruckt und ja, fertig sind wir dann mit dem Baustep 21, wenn wir hier wirklich die Krippe bauen, in der das Christuskind dann liegt und eine Kiste mit
pinken Beschlag. Ja, und dann die Rückseite. Einiges davon habe ich euch schon gezeigt und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mitmache. A, weil ich gerne diese Weihnachtssets von Kobi vorstelle. Ich mag das Thema, ich mag ja Kobi, aber es fehlen mir natürlich noch einige Sets auch von Kobi und deswegen der dringende Aufruf an euch, wenn ihr solche alten Kobi-Sets habt aus der Nativity-Scene, bitte meldet euch bei mir. Ich blende hier einmal meine E-Mail-Adresse ein. Ihr könnt aber auch gerne auf meinem Discord joinen oder mich bei Instagram anschreiben. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Bitte lasst mich wissen, ob ihr einen kennt, der einen kennt, oder ihr habt vielleicht selber dieses Set und möchtet es vielleicht verkaufen. Schreibt mich da bitte gerne an. Ich möchte hier gerne meine Sammlung komplett machen, damit ich euch im nächsten Jahr auch wieder so ein Set rund um die Weihnachtszeit zeigen kann. Ja, das war das Unboxing und was folgt danach? Genau das Klemming. Es gibt jetzt für euch die Weihnachtsgeschichte. Ich finde, die gehört einfach dazu und sie ist einfach auch die Geschichte der Geschichten. Hört sie euch schön an. Wenn ihr sie schon kennt, könnt ihr ja vorspulen bis zum eigentlichen Review, denn nach dem ganzen Zusammengeklemme schauen wir uns das Set natürlich hier auf dem Bautisch genauer an. Deswegen, Freunde, euch viel Spaß jetzt bei der Weihnachtsgeschichte und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich, liebe Freunde, müssen wir heute über die Geschichte aller Geschichten zum Fest aller Feste sprechen. Und sprechen ist das richtige Stichwort, denn ich werde euch jetzt aus dem Evangelium nach Lukas die Weihnachtsgeschichte erzählen. Und es gibt eigentlich zwei Geschichten, nämlich einmal die von Lukas und dann die von Matthäus. Nicht Lothar, diesen Gag werde ich heute nochmal bringen, aber die von Lukas ist die am weitest verbreiteten. Deswegen, Freunde, lehnt euch zurück, nehmt einen Schluck Glühwein, vielleicht eine kleine Oblate, mit Lebkuchen allerdings drauf, und höret der Geschichte nach Lukas aus dem Evangelium im Neuen Testament. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf den Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Winden gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten und Gott sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Worte aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denen zu ihnen gesagt war. Das Neue Testament, Lukas 2, Verse 1 bis 10 aus der Bibelübersetzung nach Martin Luther.
Normalerweise würde ich euch sagen, na, waren das nicht spannende Fakten? Aber von hundertprozentigen Fakten können wir hier ja, auch wenn es das meistverkaufte Buch der Welt ist, wohl neben Herr der Ringe oder so, nicht ausgehen. Trotzdem eine schöne Geschichte, die uns moralisch auf jeden Fall viel mitgegeben hat. Und damit meine ich also allgemein die Bibel. Aber keine Angst, das wird hier kein christlicher Kanal, passt halt nur ganz gut zum 24., 25. und 26. Dezember und ich mag diese Sets. Und dieses Set ganz besonders, warum, weshalb, wieso, das klären wir jetzt natürlich beim Klemmbaustein-Review der Nativity Scene von Kobi. Nach 18 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Nativity Scene, unsere Zopka Bolsonaro. Ich quäle euch so lange, bis das Video zu Ende ist mit diesem Namen, denn mich hat es auch gequält. Nicht der Bau, 18 Minuten, die super Spaß gemacht haben und ich finde es einfach fantastisch. 150 Steinchen, 5 Minifiguren, ein Esel und ein kleines Gummibaby, zeige ich euch gleich, für damals 8,99 €. Heute kriegen wir für 9,99 € bei Kobi manchmal nur 3 Figuren, wenn wir da an bestimmte Figurenpacks denken. Ich habe euch ein paar Sets aus meiner Sammlung auf den Bautisch gestellt. Alle Sets, die ich euch schon mal vorgestellt habe, zu dieser Jahreszeit in vergangenen Jahren. Ich weiß, diese Videos werden immer nicht so geklickt, wie sie vielleicht, wie ich es als Sammler empfinden würde, sollte. Es ist halt sehr nischig. Religion ist in den heutigen Zeiten ja eh so ein Thema. Aber ich bin absoluter Weihnachtsfan und Weihnachtsnerd. Das seht ihr daran, dass ich jedes Jahr jeden Lego Adventskalender auf meinem Zweitkanal öffne, jedes Türchen. In der Vergangenheit habe ich das sogar hier auf meinem Kanal gemacht. Ich kann nie genug davon kriegen und ich werde auch irgendwann einmal meine Lego Weihnachtssets hier alle vorstellen, einfach weil ich bin so ein Weihnachtsnerd. Ich kann gar nicht genug haben, während ich hier mit euch spreche, und das war vorhin kein Fake, habe ich auch hier wieder da Glühwein in meiner Tasse drinne. Ihr könnt ja mal einen Schluck nehmen, hier, gluck, weil ich wirklich einfach, ich könnte ja 24/7, 365 Tage im Jahr Weihnachten haben. Und deswegen feiere ich dieses Herz von einem meiner liebsten Klemmbaustein-Hersteller. Es gibt mittlerweile ja auch eine Krippe von Bluebricks, meine ich. Und bei Lego haben wir das Thema christliche oder religiöse Themen sowieso nicht, aber hier bei Kobi schon. Und wir sehen halt eine tolle Evolution. Wenn ihr euch das Video vom letzten Jahr anschaut, könnt ihr gerne mal hier oben auf dem i auf meiner Kobi-Playlist gucken, dann sieht man schon einen krassen Vergleich zu diesem, jetzt meinem ältesten Krippenset aus 2015. Die Krippe ist aus 2016, die aus 2015. Und trotzdem finde ich es krass, dass man so eine kleine Bude bekommt oder damals bekommen hat für knappe 9 Euro. Also das ist der Hammer. Wir haben sogar 3 Steinchen über. In der guten alten Kubi-Zeit gab es auch immer etwas mehr Steinchen für die Sammlung über. Und die Anleitung, ja, es liest sich einfach sehr schnell, sehr gut. Keine großen, schwierigen Bausteps. Wir bauen ein Grundgerüst, wir bauen ein bisschen Landschaft, wir bauen einen Stall mit Holzsteinen von Kobi, hier diesen marmorierten. Wir haben dieses Fenstergitterformteil hier, was erst sehr lose wirkt, man dann reinklemmt und dann geht es, und dann baut man ja hier diesen Stall und hat dann oben einmal den Stern, der klar natürlich sehr klobig daherkommt, aber ja, Kobis Anspruch damals war ja auch ein anderer, als er heute ist, und auch in diesem Themenbereich. Ich habe es euch ja gesagt, hier sehen wir es auf der Seite auch, hier 5 Plus ist die Altersempfehlung, und da haben wir die Sets, die mir teilweise noch fehlen, nämlich diese beiden hier. Vor allen Dingen auf diesen Engel bin ich echt wirklich sehr gespannt, und auch diesen, ja, Snowmobil Santa Claus, der fehlt mir auch noch. Also wenn ihr da irgendwie Connections habt, wenn ihr sie selber habt und nicht mehr braucht oder verkaufen wollt oder mir einen Gefallen tun wollt und es mir anbietet zum Kauf, schreibt es mir gerne einfach an. Ich habe euch vorhin meine E-Mail-Adresse gezeigt, denn ich möchte hier einfach diese Tradition noch etwas länger weiterführen, hier solche Sets in dieser Jahreszeit, zu dieser Zeit vorzustellen im Review. Und wie gesagt, hier diesen Engel, diese Figur finde ich ganz spannend. Und auch, ja, die Ställe sehen alle etwas anders aus. Also ein bisschen geht da noch was. Ich habe noch auf jeden Fall für nächstes Jahr ein Set. Wir wissen ja auch nicht, ob Kobi vielleicht in den neueren Versionen, hier, da hinten sieht man sie ganz kurz versteckt, nochmal was herausbringt. Also ein paar Jahre haben wir auf jeden Fall diese weihnachtlichen Themen bei Kobi noch
hier bei mir auf dem Kanal gesichert. Jetzt schauen wir uns aber einmal das Set an und ich hole einfach mal die Herrschaft nach vorne und wir fangen natürlich an mit den Gabenbringern, mit den Heiligen Drei Königen. Einmal mit dieser lustigen pinken Kiste. Da haben wir eine Golddublone drin und eine Goldvase, die auf dem Karton in der Anleitung auch einfach hier vorne vorgelegt ist. Also ja, gut, es hat ja auch eine Bedeutung. Das ist die Kiste. Dann hier unseren dunkelhäutigen Herren mit ja, schön pinken, magentafarbenen Umhang, lila Hose, hier eine Spange und einer güldenen Krone, eine unserer heiligen drei Könige. Dann den Herrn hier, der wahrscheinlich irgendwie aus dem indischen Kontinent, Subkontinent daherkommen soll mit diesem Turban, gehe ich mal stark von aus. Eine goldene Flasche, einen erdfarbenen Anzug hier gebunden, alle mit, ups, da fällt er mir aus der Hand. Entschuldigung, lieber heiliger König, bitte nicht böse sein, mit Umhängen. Der hier gelb, der Herr hier in Magenta Pink. Und dann kommen wir zu dieser Figur, die ich immer wieder spannend finde, auch ja schon in den alten Set, also alt einfach nur, weil ich es euch vor vergangener Zeit vorgestellt habe, wo wir die identischen Minifiguren drin haben, der Heiligen Drei Könige. Und der Herr hat halt hier einfach das besondere Feature, dass dieses Bartformteil an einen, ja, an Lego erinnernden Kopf geklemmt ist, nämlich hier mit dieser ja, Nase. So guckt er auch ziemlich traurig und böse daher, aber der Bart hier hat einen Zapfen. Dann stecken wir es hier rein. So, zack. Man darf nicht vergessen, dass Kubi ja mal mit Bestlock auch einen Rechtsstreit hatte, also zusammen mit Bestlock gegen Lego wegen dieser Minifiguren. Den haben sie dann ja verloren. Aber hier dieser Kopf hat sich so mit diesem Bart dann noch durchgesetzt. Aber eine schöne Figur, auch hier mit diesen ja, roten Dreiecken und diesen weißen Gürtel und den goldenen Becher. Eine schöne Minifigur. Alleine dadurch, dass ich immer mehr in dieses Kubi-Minifiguren-Game abdrifte, hat sich das Aufreißen dieses 10 Jahre alten Sets gelohnt. Dann kommen wir zu Josef. Der hat den bekannten schon Kubi-Bart, hat das Standard-Kubi-Gesicht der damaligen Zeit. Freundlich, nicht bedruckter Mund, dafür dann das Bartformteil, eine Weste, grüner Anzug und ja, die Haarpracht der damaligen Zeit, wenn man keinen Barbier ums Eck hatte. Beige Hose, schwarz, bzw. braun angemalte Schuhe und schwarz-grauer Gürtel. Und dann, ich habe es in den vergangenen Videos zu dieser Nativity-Szene immer etwas lustig gefunden und ja, so Maria in seine Punker-Ecke gesteckt, aber das soll einfach hier eine Art ja, Vorhang sein, eine Art Schleier, eine Art Kopftuch. Deswegen hat sie hier diese blauen Haare. Die sind aus Gummi, genau wie der Rock. Und ich ziehe den Rock jetzt nicht aus, denn darunter hat sie auch fast gar nichts an. Dieses typische Frauen-Kubi-Gesicht. Sehr kleiner Kopf, etwas kantig hier unten, sehr große Hände zum Greifen, sehr dünne Ärmchen. Das ist ja so typisch bei den frühen Kobi-Frauen. Und hier unten dann auch braune Schuhe. Trotzdem eine schöne Figur, die auch wirklich da so mütterlich daherkommt, gefällt mir. Wie gesagt, wenn man einmal das akzeptiert, dass das hier ein Schleier ist und keine blauen Haare, dann geht es. Kommen wir zum Hauptdarsteller, nämlich dem Esel, nein, dem Stall. Den Jesus heben wir uns mal auf. Den Esel packen wir jetzt einmal raus. Und da habe ich schon eines dieser Farnteile losgemacht. Ich liebe die bei Kobi. Früher sehr weich, heute etwas härter. Da haben wir unseren Esel. Hier schön mit gestriegelten Haaren, gepflegten Schweif, weiß lackierten Ohren. Und man kann ihn gut hier mit seinen Hufen zwischen die Noppen klemmen. Ein Esel fehlt mir noch. Schafe und Schwein habe ich. Ich habe auch Kühe aus der Action Town Serie von Kubi, aus der Pharma Serie. Ein Esel habe ich jetzt auch. Und dann natürlich hier der Stall, sehr einfach gehalten. Dieses große, ja fast Ninja-Stern, Zahnradartige Formteil für den Weihnachtsstern. So, während ich hier die Farmteile drauf mache. So, ich mache ihn mal hier einfach ab. Sehr massiv gebaut. Hier diesen Sonderstein, den ich hier mit Plates und Rounded Plates einmal einsand festgemacht habe. Ihr habt es vielleicht gesehen. Da ist wieder eine Plate. Also den kriege ich jetzt schon fast gar nicht mehr lose. Ist typisch Kubi, kalt verschweißt und dann damit ein Bracket festgemacht. Ganz schön ist, dass wir das Dach aufmachen können von diesen 4x4er Plates mit diesem ja, Dachschinde-Maserung, den Druck. Auch hier beim Stall, so dass wir wirklich gut rankommen können. Finde ich mal gut durchdacht. Somit können wir unseren Esel auch wirklich hier tief da reinstellen. Aber so ist es schon besser zwischen den Noppen,
dass er ein bisschen rausguckt, denn ich denke mal, der will auch schauen, was passiert da vor seiner Tür. Und ja, und da können wir halt dann auch die Wiege, die Krippe mit dem Jesus rein und raus nehmen und müssen nicht immer hier vorne durch das Tor. Also, ganz schön gelöst. Lustig finde ich halt auch dieses Baumformteil. Es wirkt natürlich alles sehr cheesy, aber Freunde, ich sage das immer so, es ist 10 Jahre alt. Damals hat Kobi vielleicht einen anderen Anspruch gehabt als bei ihren heutigen, ich will jetzt nicht Kriegsmaschinen sagen oder Autos, aber da ist der Detailgrad schon sehr, sehr gewachsen. Das ist einfach, aber wenn man mal heute guckt bei Kiddicraft und wie sie alle heißen, die Hersteller, für dieses schmale Geld, damals 8,99 €, finde ich das ganz gut. Und vor allen Dingen auch schön ist, dass wir ja diese vielen Steine haben mit den Ecken und Kanten, also diese Mauersteine, auch als Teilespender, was ich viel zu schade finde für dieses Set, aber auch als Teilespender wäre es wirklich super, wenn ihr noch dran kommt. Baut es aber wenigstens einmal auf und hier ist dieses typische, ja, Fenstergitter-Formteil. Das haben wir auch bei so mancher Ruine in so manchem Kobi Limited Edition Set aus der Historical Collection. Von unten dieses Limegrün und dann halt dieses lustigen Tannenformteile, die ich irgendwie cool finde und bei Kobi schon lange nicht mehr gesehen habe. Und dann natürlich hier der Hauptdarsteller, unser Jesus Christus als Babyform, als Gummiteil. Hier seht ihr es mit 2 Noppen. Er hat ja so eine Art Decke oder Untergrund in in diese Krippe reingelegt bekommen und da liegt er dann nun und ruht und wird wachsen, um uns alle zu erlösen oder so ähnlich. Ja, also mir gefällt das. Ich habe es euch, glaube ich, jetzt oft genug gesagt. Ich hoffe, ihr könnt das fühlen, dass ich hier Fan davon bin und ich habe es euch schon so oft gesagt, auch auf meinem Kanal, auch für alle Neuen. Ich möchte ja im Idealfall euch alles mal vorstellen, was Kobi so gebaut hat. Es gelingt mir nicht so immer, weil gewisse Sets einfach viel zu alt sind, nicht mehr vielleicht den Nerv der Zeit treffen und vor allen Dingen deswegen auch dann keine Klicks bringen, was mir aber eigentlich relativ egal ist. Trotzdem möchte ich mit euch jetzt auch zusammen weiter wachsen und dann werden auch mehr wirklich historische alte Kobi-Sets kommen. Ich streue sie immer mal wieder rein, aber ihr seht sie immer mal so ein bisschen im Hintergrund meines kleinen Studios hier durchlüpfen. Da auch, da oben drüber zum Beispiel ein ganz, ganz altes Kobi-Set, eine Art Kobi-Duplo-Set. Ich habe mir wirklich noch was für euch viel vorbereitet. Also lasst uns diese Reise noch zusammen schön gehen zum Thema Kobi und generell Klemmbausteine aller Art, bei denen ich euch Geschichten erzählen kann. Wie gesagt, ich möchte gerne hier eure Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ihr alte Kobi-Sets habt, die ihr nicht mehr braucht oder wo ihr sagt, hey, beim Blocksy ist vielleicht das Set besser aufgehoben. Oder wenn ihr sagt, so nö, wenn ihr es mir abkaufen möchte und wir brauchen das Geld, auch gerne bei mir melden, also euch den Ruck geben, bei mir melden. Da würde ich mich freuen, dann kann ich euch hier noch mehr zeigen. So, aber jetzt zeigen ist das Stichwort. Ihr bekommt natürlich Detailbilder unserer kleinen Krippe und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde, wie immer an dieser Stelle, ihr wisst es schon, gibt es ein paar Detailbilder. Ich habe sie auch eben gerade angekündigt. Diesmal wieder zu einem Set aus der Nativity Scene Serie von Kobi, aus der alten Serie, nicht der neu aufgelegten. Ihr könnt hier gerne mal stöbern unter kobipedia.com. Dort haben wir eine große Enzyklopädie über all die guten vergangenen Kobi-Sets erstellt. Aber natürlich findet ihr da auch die neuen Kobi-Sets. Ich bin Fan, ich habe es in diesem Video schon ganz oft gesagt und werde es auch gleich am Ende noch einmal sagen. Ich mag diese Sets, die einfach passend zu meiner liebsten Jahreszeit sind. Ich möchte mich auch vom ganzen Herzen noch einmal bedanken, dass ihr jetzt am 24. hier vielleicht dieses Video schaut, obwohl ihr vielleicht ja was viel Besseres gucken könntet oder mit eurer Familie zusammen sein könntet. Deswegen vom ganzen Herzen vielen lieben Dank und ein frohes Fest. Lasst es euch schmecken, wenn es leckeres Essen gibt, liebe Freunde. An dieser Stelle eine kleine Danksagung an alle Kanalmitglieder, die mir helfen, diesen Kanal algorithmustechnisch zu pushen und auch den Kanal auf eine breitere finanzielle Basis stellen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch, aber auch ein generelles Danke an jeden Kommentarschreiber, an jeden, der die Videos guckt, an jeden, der einen Daumen hoch gibt, an jeden, der ein Video liked. Vielen lieben Dank an die gesamte Blockstar-Community. Ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich es nicht erwarten kann, denn gleich ist Bescherung. Ich hoffe auch bei euch.
Ich nutze wie immer diese Videos am 24.12., um von ganzem Herzen euch Danke zu sagen und euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und wenn ihr nicht religiös seid, wenigstens ein paar schöne freie Tage zu wünschen vom ganzen Herzen. Schreibt mir trotzdem gerne eure Meinung zu diesen Sets und zu welchen Serien Kobi gerne mal wieder ein Remake machen dürfte, unten in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen da und wie gesagt, wenn ihr altes Kobi habt, schreibt mich gerne an. In diesem Sinne, eine schöne Zeit, frohe Weihnachten, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar und zum letzten Mal meinen schon kalt gewordenen Glühwein auf euch, liebe Freunde. Aber auch kalt schmeckt Glühwein, finde ich.